Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns an, wie die deutsche Schuldenbremse aufgebaut ist und welche Unterschiede es zu den europäischen Fiskalregeln gibt. Das ist das zweite Video der Reihe zur Schuldenbremse. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, verlinke ich es gerne in der Beschreibung. Und wir legen los. Die deutsche Schuldenbremse, ein Begriff, den wir immer wieder hören. Aber was steckt dahinter? 2009 wurde sie nach der Finanzkrise ins Grundgesetz geschrieben. Und sie hat ein klares Ziel: verhindern, dass der Staat unkontrolliert Schulden macht. Wie das funktioniert? Ganz einfach, zumindest auf dem Papier. Der Bund darf pro Jahr höchstens 0,35% des BIP an neuen Schulden aufnehmen. Aber es gibt eine sogenannte Konjunkturkomponente, die etwas Flexibilität ermöglicht. In wirtschaftlich schwachen Zeiten darf mehr ausgegeben werden. Dafür muss in Boomphasen gespart werden. Dieser Mechanismus basiert auf einer Idee der antizyklischen Finanzpolitik. Der Staat kann in Krisenzeiten gezielt gegensteuern, um die Wirtschaft zu stabilisieren, ohne dabei die langfristigen Zielvorgaben der Schuldenbremse aus den Augen zu verlieren. Außerdem gibt es die sogenannte Notlagenausnahme. In außergewöhnlichen Krisen wie Naturkatastrophen, Pandemien oder schweren Wirtschaftseinbrüchen kann die Schuldenbremse vorübergehend ausgesetzt werden. Aber Achtung, sobald die Krise vorbei ist, muss der Staat einen Plan vorlegen, wie er die Schulden wieder abbaut. Und wie sieht es mit den Ländern aus? Hier ist die Regel noch strenger. Null Neuverschuldung. Neue Kredite sind nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Die Länder müssen ihre Haushalte langfristig stabil halten. Punkt. Ihr fragt euch vielleicht, warum so streng? Ganz einfach, um zu verhindern, dass wir in eine Schuldenkrise rutschen, wie manche Länder während der Euro-Krise. Gleichzeitig soll die Schuldenbremse aber Raum für Konjunkturpolitik lassen. Werfen wir jetzt einen Blick nach Europa. Auch die EU hat Regeln, um sicherzustellen, dass die Haushalte der Mitgliedstaaten solide bleiben oder wieder werden. Sagen wir mal so: Die wenigen Haushalte, die noch solide sind, sollen solide bleiben und die anderen sollen wieder solide werden. Das Herzstück dieser Regeln ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt. Zwei wichtigen Vorgaben, die aus dem Maastricht-Vertrag abgeleitet wurden, sind: Defizitkriterium, die jährliche Neuverschuldung eines Landes darf maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen, und Gesamtverschuldung. Die Gesamtverschuldung eines Landes sollte 60% des BIP nicht überschreiten. Doch was passiert, wenn ein Land diese Grenzen verletzt? Mittlerweile tun es die meisten Länder in der EU, inklusive Deutschland. Die Mitgliedstaaten müssen einen mittelfristigen Finanzplan mit der EU-Kommission vereinbaren. Darin werden sowohl Festlegungen für die Entwicklung der Primärausgaben, das sind Staatsausgaben ohne Zinszahlungen, als auch für Investitions- und Reformvorgaben in einem Anpassungszeitraum von grundsätzlich 4 bis 5 Jahren, je nach regulärer Legislaturperiode im jeweiligen Land getroffen. Dabei müssen 3 quantitative Kriterien erfüllt werden: Defizit-Benchmark oder Defizit-Safeguard. Länder, deren Budgetdefizit die 3%-Grenze überschreiten, müssen ihr Defizit jährlich um mindestens 0,5 Prozentpunkte zurückfahren. Angenommen, ein Land XY hat ein Defizit von 5% des BIP. Dann muss dieses Land sein Defizit im nächsten Jahr mindestens um 4,5% des BIP senken, im übernächsten Jahr auf 4% und so weiter. Diese Anpassung muss durch eine Senkung des strukturellen Defizits erfolgen. Das bedeutet, es reicht nicht, wenn das Defizit nur aufgrund einer besonders guten Konjunktur zurückgeht. Zweite Vorgabe: Schuldentragfähigkeit-Safeguard. Er soll sicherstellen, dass die Schuldenreduktion schnell und umfassend genug erfolgt. Je nach Höhe des Schuldenstands gelten unterschiedliche Vorgaben. Länder mit Schuldenquoten über 90% des BIP müssen ihre Schulden um durchschnittlich 1 Prozentpunkt pro Jahr reduzieren. Liegen die Schulden zwischen 60% und 90% des BIP, reicht ein halber Prozentpunkt pro Jahr. Diese Vorgabe greift allerdings erst dann, wenn das Defizit bereits unter 3% des BIP liegt. Und die dritte Vorgabe: Defizitresilienz-Safeguard. Ziel ist es, einen fiskalischen Puffer für wirtschaftliche Schwächephasen aufzubauen. Das strukturelle, also konjunkturbereinigte Defizit sollte einen Wert von 1,5% des BIP nicht überschreiten. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass bei den EU-Fiskalregeln alle Schulden des Staates berücksichtigt werden, also auch die der Kommunen, der Sozialversicherung und das deutsche 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Verteidigung. Diese Schulden werden in der deutschen Schuldenbremse jedoch nicht berücksichtigt. Das war unser Überblick über die Schuldenbremse und die EU-Fiskalregeln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!